Am 1. August 2019 hat die Maggie ihre Reise gestartet in Frauenfeld. Mit einem Töffli, das knapp 35 läuft, möchte sie die Welt bereisen. Der Plan ist gewesen, dass ich mit dem Töffli von der Schweiz bis nach Neuseeland fahre, mir da genügend Zeit nehme, weil das Thema ist Slow Riding, das heißt Entschleunigung, wirklich die Zeit genießen, nicht hetzen von A nach B, sondern bewusst leben, Kontakt mit Einheimischen machen, Kulturen entdecken und davon natürlich berichten, so dass ihr zu Hause mir folgen könnt. Und gesponsert wird das Ganze unter anderem von Marc Zürcher. Du bist der Chef vom Mofa Kult. Genau, richtig. Was ist so dein Plan hinter dieser ganzen Geschichte gewesen? Unser Plan war, wir haben uns ein bisschen den Weitblick gefällt bei dieser ganzen Medienzeug. Wir haben einen Film produziert, wo da immer in der Region waren. Dann irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, wir brauchen jemanden, der mit dem Töffli für uns um die Welt herumfährt und das gegen aussen trägt, das schmückt. Und dann haben wir da das Leben hat uns dann die Maggie geschickt, die wohl stärkste Frau, die bestens geeignetste Frau für genau diesen Job. Und seither gehen wir wild zusammen. Jetzt bist du seit 13,5 Monaten unterwegs mit dem Töffli Maggie. Wo hat dich deine Reise jetzt genau durchgeführt? Ja, ich bin in Frauenfeld gestartet bei Mofa Kult. Ist ja cool, oder? Und bin dann nach Italien, runter bis nach Pisa, dann bin ich über Kroatien, lass mich überlegen, um Gottes Willen, Herzegowina bin ich gefahren, dann Montenegro, Albanien, Griechenland in die Türkei. Und man kann eben die ganze Reise mitverfolgen. Im Instagram, auf Facebook, auf YouTube tun da immer wieder rein Videos, Fotos, alles von Maggie's Miles. Was bedeutet das Corona jetzt für dich? Ja, Corona hat mir so zeitlich noch einmal einen großen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich bin jetzt schon 8 Monate in der Türkei. Und ja, konnte dann, erst habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, von der Schweiz bis nach Griechenland habe ich 3000 Kilometer zurückgelegt in einem halben oder 8 Monat oder so waren das. Und dann habe ich gemerkt, um Gottes Willen, die Türkei ist ja wieder 3000 Kilometer zum Durchqueren. Wie werde ich das schaffen, wie lange werde ich brauchen? Und jetzt halt durch Corona habe ich richtig viel Zeit, auch dort mir wirklich alles anzuschauen. Ich bin jetzt von Marmaris, bin ich eingereist, dann bin ich an Schwarze Meer über Göreme, Kappadokien und dann zur georgischen Grenze und inzwischen durch das, dass ich in Georgien nicht einreisen kann, auch runter zur iranischen Grenze. Also ich habe jetzt Türkei so richtig ausgekostet. Maggie's Miles heisst das Projekt von der 38-jährigen Maggie. Und was sie alles so erlebt hat und wie es jetzt nach dem Zwischenstopp in der Schweiz weitergeht, das erzählen sie uns heute in der Abendshow hier auf dem Radio. Sie ist 38, heisst Maggie und ist am 1. August 19 in Frauenfeld losgefahren Richtung Neuseeland. Und zwar mit dem Töffli, wo gerade mal 35 läuft. Finanziert wird das Projekt vom Mofa Kult in Frauenfeld und jetzt macht Maggie's Miles gerade einen Zwischenstopp in der Schweiz. Maggie, von wo bist du denn jetzt gerade gekommen und vor allem, wie ist das wegen Corona? Ja, momentan stehe ich mit Sunny kurz vor der iranischen Grenze. Sunny ist das Töffli? Genau, Sunny ist mein Töffli. Inzwischen schon ein eigener Charakter auf dem Channel. Die Leute lieben sie. Sie ist ja wirklich ein Unikat und wunderschön. Und ja, wir stehen gemeinsam vor der Grenze, startbereit und werden leider momentan noch abgewiesen. Die Grenze ist zu. Es ist Ostanatolien in der Nähe vom Wannsee. Marc Zürcher, du bist der Chef vom Mofa Kult. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist dir da nie die Idee gekommen, hey, mit dem ganzen Corona, jetzt müssen wir einfach abbrechen? Nein, das Abbrechen ist noch nie in Frage gekommen, genau, weil wir wollen ja anders sein, oder wir versuchen genau gegen den Strom zu schwimmen. Und auch da bei Corona versuchen wir, eine Alternative aufzuzeichnen, wie man es auch kann, handeln, das Ganze. Die Idee dahinter war, dass man wirklich auch zeigt, man muss nicht unbedingt schnell unterwegs sein. Was haben ihr da der Maggie für ein Töffli mitgegeben? Der Sig hat da einen Puchrahmen mit einem Sachsmotor vereint, das noch mit ganz viel Special Effekt, also Zani wirklich ein Kunstwerk für sich, läuft bis etwas über 35. So, geht das noch mit Rückenwind und Highway. Mit dem tuckerst du wirklich jetzt durch die Welt durch, Maggie. Wie ist das jetzt noch geplant in den nächsten paar Monaten?
Ja, jetzt hoffe ich, dass ich bald zurück kann oder dass ich noch zurückfliegen kann und dass dann die Grenze aufgeht und dass ich so schön vor dem Winter noch nach Iran komme. Aber ja, man muss sich da auch treiben lassen und das Beste aus jeder Situation machen. Das ist schon nicht immer einfach, nehme ich jetzt mal an, oder? Hat es da nicht auch schon den Moment gegeben, wo du gesagt hast, hey, was mache ich da eigentlich? Oder was ist so deine persönliche Erfahrung mit dem? Ja, ganz am Anfang habe ich mich das oft gefragt, täglich fast so, was mache ich hier eigentlich? Um Himmels Willen, auf was habe ich mich da eingelassen? Aber ganz, ganz schnell erlebt man so magische Momente mit Menschen, denen man auf dem Weg begegnet, wo man sich nie gedacht hätte. Das sind dann so Ausreißer, so magische Momente, dass ich bin jetzt völlig süchtig, ich kann mir gar nicht vorstellen, zu Hause zu bleiben und jetzt abzuwarten mit Corona und so weiter. Das Projekt Maggie Smiles kann man auf Insta und Facebook begleiten. Und was die Maggie schon so alles erlebt hat, das hören wir dann am 20.05 Am 1. August 19, also vor über einem Jahr, ist die Reise von Maggie Smiles losgegangen. Mit einem Töffli vom Mofa-Kult in Frauenfeld Richtung Neuseeland. Man kann das Ganze auf den sozialen Medien mitverfolgen. Maggie, wie viele Kilometer hast du mit dem Töffli Sunny jetzt schon gemacht? Knapp 6.000. Mit einem Töffli, der 35 läuft, muss man sagen, an dieser Stelle. Mit Rückenwind 35. Was hast du so erlebt? Was ist da so geblieben? Ja, ganz am Anfang war das rein ein persönliches Interesse, dass ich gesagt habe, ich will raus, ich will so viele Länder bereisen, die ich noch nicht gesehen habe mit einem Töffli, das wird irre spannend. Und der Marc hat dann zu mir schon ganz am Anfang gesagt, ja Maggie, dein Auftrag ist es eigentlich, Menschen zu inspirieren mit dieser Reise. Eben Pläne, die man vor sich herschiebt, das mache ich dann irgendwann, aber einfach, du bist dann diejenige, die sagt, hey, kommt's raus, macht's es. Und dann habe ich mir gedacht, das ist groß gegriffen, weil wie soll ich das schaffen? Und dann aber relativ schnell habe ich gemerkt, die Leute, die ich triff, da hinterlasse ich Spuren. Es gibt einen Italiener, den Emanuele, der hat dann einen Englischkurs angefangen zu machen, weil wir haben uns ein bisschen schwer dann zu kommunizieren. Inzwischen plant er schon die nächste große Töffli-Reise mit neuen Englischkenntnissen. Und dann habe ich jemanden getroffen, den Colin auf der Fähre von Italien nach Kroatien. Der hatte ewig lang schon geplant, mit seinem Rad auf Weltreise zu gehen. Er wird jetzt sein, so sagen wir 54 Jahre alt. Und letztens habe ich gerade ein Foto gekriegt. Er ist inzwischen in Italien, hat sein Haus verkauft, hat seinen Job aufgegeben und hat endlich den großen Traum angerissen und ist auf Weltreise mit seinem Fahrrad gegangen. Wow. Ja. Marc Zürcher, Chef vom Mofa-Kult, da geht's nicht nur noch um Töffli, spürt man da? Nein, da geht's ganz klar nicht mehr nur um Töffli, sondern das grosse Ganze eben, dass man aus Bewusstsein den Leuten wieder ein bisschen zu geben, hey, es geht im Leben nun mal den Moment, man hat nur den Moment, weil eben in der heutigen Welt, wo alles so schnell ist, wo alles so dynamisch ist, da braucht's Erdung und Maggie Smiles als die wohl stärkste Frau mit den grössten Eiern, wenn man das so sagen darf. Geht da natürlich tatkräftig voran und inspiriert eben die Leute. Und das ist auch das, was ich sehe, wo wir auch wollen, mit der Firma ein Stück weit voranzugehen, Alternativen aufzuzeigen, um dieser teilweise schon fast perverse Welt dagegen zu heben. Hey Maggie, wie hat das dein Leben verändert? Ich meine, du bist da gewesen, wo noch frisch gestartet sind, haben wir schon mal ein Interview miteinander machen und haben jetzt auch immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt miteinander. Wie hat dein Leben das Ganze verändert? Ja, am Anfang war es, wie du sagst, noch ein bisschen eigenartig. Man fragt sich, was macht man da überhaupt und so. Aber inzwischen bin ich so ganz voll in dieser Reise aufgegangen und wo jeder Tag so ein bisschen ein Geschenk wird, wo man sagt, was wird man heute erleben, wen wird man treffen, wo wird man Spuren hinterlassen. Und das ist ein irres Geschenk und das macht mich sehr, sehr glücklich.